Willkommen zurück bei Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir die Dakar, wie du sie im Fernsehen nicht zu sehen bekommst. Es ist Montag, 6. Januar, wir sind immer noch in Bija. Heute der letzte Tag in Bija. Dann morgen haben wir 700 oder 750 Kilometer Verbindungsetappe zum nächsten Camp. Das heißt für uns sehr früh aufstehen und damit wir da möglichst früh loskommen, wird alles eigentlich bei uns heute schon verpackt oder so gut wie es geht, dass dann morgen früh nur noch wenig verpackt werden muss. Ich erwarte viel Action heute im Camp, denn es gab auf der 48 Chrono Stage Haufen Schäden bei den schnellen Autos. Und da gehen wir sicher schauen. Dann sehen wir Tobi und Mike wieder zurück im Camp. Da gehen wir auch vorbei. Daher seid gespannt. Es könnte ein gutes Video werden. Here it's broken down, so I went down, but not crazy like this. It was an impact, and but for me, I had many times this type of impacts. It never happened nothing, so I don't know. No, we don't have anything. The car is perfect. We have data. We analyze everything, every stage. No, you have proper information. If not, maybe it's a good idea. Chrono Stage vorbei. Haben jetzt 947 Kilometer absolviert. Gestern zum Start. Keine Ahnung, was ich in der Früh gehabt habe. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Habe dann, also sorry an Bardi, habe ihm einen Teamtruck vollgekotzt. Keine Ahnung wieso. War wirklich am Struggeln, sage ich mal, weil ich nicht gewusst habe, was ich jetzt machen soll, weil ich gewusst habe, okay, mit dem Speiben habe ich sehr viel Flüssigkeit verloren und es waren halt echt über 600 Kilometer bis ins Fahrerlager. Bei Kilometer 200 habe ich mir es nicht viel einfacher gemacht. Ich habe mir aus Versehen da die vom Camelback die Pipe abgerissen. Habe also können nur alle 200 Kilometer etwas trinken. Dann es ist dunkel geworden, wo wir im Camp angekommen sind. Und dann, ja, heute in der Früh um 7:19 Uhr gestartet. War richtig flott, es waren sehr viel weiche Dünner dabei, so richtig so ganz enges Zeug. Also, keine Ahnung, wo Durchschnittsgeschwindigkeit an 30er zusammenkriegst auf 5 Kilometer. Also, wirklich schwer zum Fahren, aber hey, ich bin da, Tag 3 ist vorbei. Ich freue mich jetzt, wenn ich wieder was essen kann, wenn ich wieder was zu mir nehmen kann. Und von dem her freue ich mich, wenn es morgen weitergeht mit dem Tag 4. War der Lunchbag gestern? Gut, also im Vergleich zu letztes Jahr war das wirklich ein 10 von 10. Letztes Jahr habe ich mir 2 Lunchbags geholt, weil ich nur den Brownie und die Chips gegessen habe, weil es echt nicht gut war. Es waren so Dosen-Ravioli, aber gestern das war wirklich gut. Das waren so Meatballs mit Soße und das andere war Chicken. Also es war wirklich gut. Heute in der Früh haben wir noch ein Müsli gekriegt, also hat gepasst. Etwas am Bike speziell? Nein, gar nichts. Also das Motorrad läuft so gut, muss ich sagen. Ich bin so zufrieden, wie es läuft, aber wenn man sieht, nach 947 Kilometern der Reifen, also das ist richtiger hart, aber der ist schon jetzt sehr, sehr kaputt. Vor allem heute, wo Durchschnittsgeschwindigkeit brutal hoch. Wenn ich mir denke, wir haben jetzt über 320 Kilometer gemacht und es ist noch nicht einmal 12 Uhr zum Mittag, also es war schon eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir haben nämlich auch 40 Minuten Neutralisation gehabt dazwischen. Also war wirklich flott, muss ich sagen, aber hey, ich bin da, ich bin zufrieden. Bevor hier die Mechaniker Hand anlegen, am Motorrad wird jedes Motorrad sauber gereinigt, damit man dann auch richtig arbeiten kann.
Die Reifen aus nach dieser 48-Stunden-Etappe. Aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Das sind die von Nasser Al-Attiyah. Hier warten alle Journalisten, Medienleute, das Team auf die Ankunft von Carlos Sainz, der einen heftigen Unfall hatte. Und man sieht, hier sind die neuen Teile bereits fein säuberlich bereitgelegt, damit die Reparatur dann möglichst schnell vonstatten geht. Auch ein niegelnagel neues Heck wird es geben. Gespannt, wie der aussieht. Neue Dämpfer liegen auch schon bereit. So sieht das aus, von ein bisschen weiter her betrachtet. Muss auch ein ungutes Gefühl sein, nach so einem Schaden zurückkommen und alle starren auf einen. Die ist heute nicht Frühfeierabend. In diesem Auto wird noch nicht gearbeitet. Es könnte sein, dass man sich jetzt auf das Auto von Carlos Sainz fokussiert. Aber auch hier braucht es nachher noch ein bisschen Pflege.
So, jetzt holen die langsam Ruhe. Die Medienleute werden da rausgebeten, was ich verstehe und auch Sinn macht. Es ist jetzt 1 Uhr. Gehen wir da mal in 3 Stunden vorbei und schauen mal, wie es dann aussieht. Thank you. Es gibt immer Suppe, es gibt immer Nachspeise und entweder Lamm oder Beef oder Huhn und Gemüse. Und Früchte gibt es auch immer. Und die sind auch sehr, sehr gut. So sieht die Auswahl aus. Zurück von der Chrono Stage. War heftige 2 Tage. 1000 Kilometer, 14 Stunden der Prüfungszeit. Ja, lief eigentlich echt ganz gut. Mein Ziel war es, die 2 Tage ohne große Probleme durchzukommen. Das habe ich erreicht. Hat sogar ein bisschen Spaß ab und zu. Aber war echt zäh zum Schluss jetzt, weil heute Nacht konnte ich kaum schlafen. Und ansonsten war alles dabei, von schnelle Strecke über Hard Enduro, über Düne, über Fesch. Ein Teilstück hatte man, das war so, also Fesch, das ist so ganz feiner Staub. Das war extrem heftig, extrem tief und extrem anstrengend. Aber ja, wie gesagt, ich bin heile und morgen geht's weiter. Wann bist du gestern ins Bett gekommen oder ins Zelt? Ich bin gefahren bis kurz vor 6, es ist gerade dunkel geworden. Also ich bin gerade rechtzeitig noch in einem einen Camp angekommen, wo ich hinkommen wollte. Camp 3 war das. Und bin dann noch relativ lange am Lagerfeuer gesessen mit ein paar Kollegen. Bin dann gegen 9 rum ins Bett, aber mit Schlafen war da nicht viel. Wie kann man sich so ein Camp vorstellen? Du hast gesagt, ein Lagerfeuer. Wie sieht es da aus? Also im Endeffekt gab es gar nichts. Also es gab keine Toilette, ich hatte keine Zahnbürste, ich hatte keine Unterhose dabei. Also ich bin eigentlich mit den Klamotten, mit denen ich gefahren bin, bin ich ins Bett abends. Es gab auch keine Toilette, nichts. Und zum Essen haben wir was bekommen. Das war sogar relativ gut. So eine Art, ja, wie so Thunfisch und so Erbsensuppe. Das war ganz lecker. Ja. Und wie ging es dann weiter heute Morgen? Um welche Zeit bist du aufgestanden und wie viele Kilometer hattest du heute noch? Also gestern bin ich 560 Kilometer gefahren und heute hatte ich noch ca. 450. Das heißt, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich gestern geschafft. Und aufgestanden sind wir morgens um 5:30 und kurz vor 7 ging es dann los. Das war gerade so der Zeitpunkt, wo die Sonne aufging. War extrem schwierig anfangs, weil man gar nichts gesehen hat. Und ja. Wie machst du das mit dem Trinken, wenn ich selber fahre? Ich habe immer so ein Dilemma, soll ich trinken, dann muss ich aber pinkeln oder soll ich nicht trinken, aber dann bin ich dehydriert. Wie regelst du das? Ja, das ist so schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Also die guten Fahrer, die haben so eine Art Kondom mit so einem Schlauch dran, wo es im Stiefel rausgeht. Das heißt, sie können theoretisch pinkeln während dem Fahren. Ich habe das nicht. Ich muss aber tatsächlich eigentlich nie, weil ich trinke gar nicht so viel. Ich trinke dann oft mal beim Tankstopp ein bisschen mehr und gehe dann beim Tankstopp auf Toilette. Das heißt, mir geht es eigentlich als ganz gut. Und wenn es da wirklich mal ganz Not am Mann ist, dann muss man halt entweder eine Hose machen oder kurz anhalten. Ja. Hattest du das schon? Tatsächlich, ja, vor 3 Jahren in Marokko musste es mal laufen lassen. Aber ich glaube nach 10 Minuten war das wieder weg. Also das war so heiß dort, Marokko, dass man nach 10 Minuten eigentlich gar nichts mehr gemerkt hat. Wie sieht der Service heute an deinem Bike aus? Muss man schauen, also Reifen lasse ich glaube noch mal einen Tag drauf, da geht noch mal gut. Ansonsten eigentlich noch Ölwechsel. Luftfilter muss ich auf jeden Fall wechseln, der ist auch extrem zu. Und ansonsten die ganze Flüssigkeit kontrollieren, alle Schrauben nachziehen. Das war's, ja. Morgen weißt du etwas schon über die Etappe? Nee, noch gar nichts. Also ich habe mich noch gar nicht beschäftigt. Ich lasse mich da immer überraschen. Also wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Bis bald. Danke.
Unterschied. Wow. Neu und alt. Wobei es sogar noch geht. Also gestern war er schlimmer. Heute hat Sebastian Loeb 2 von unseren Plaketten unterschrieben für die Verlosung. Wenn ihr Interesse habt an einer Unterschrift von Sebastian Loeb oder Nasser oder zum Beispiel Cristina Guterres, macht mit an unserer Verlosung. Wie alles funktioniert, findet ihr im Video Nummer 4. Das war das erste, wo wir hier in Saudi-Arabien sind. Servus, grüß dich Sven. Hi Frank. Finally sind wir Gott sei Dank jetzt da. Heute war echt hart. Wir hatten eine Etappe, eine Sonderetappe von ungefähr 2,5 Stunden, ohne Pause, querfeldein, mit allem was dazu gehört, mit Dünen, mit einem Schotterbett. Wir mussten langsam machen, wir mussten die anderen passieren lassen. Es war ganz schön hart. Nach 2,5 Stunden war ich auch froh, wo die Etappe fertig war, aber es war riesig. Also Auto lief wie geschmiert, so wie es sein soll. Wir haben immer Leistung gehabt und es hat richtig Spaß gemacht. Im Vergleich zum Toyota letztes Jahr, wie fährt sich der Nissan? Der Nissan, du merkst halt schon, dass der Nissan ja von Anfang an auch wirklich ein gebauter Rennwagen ist. Es war ja auch nie ein Straßenauto, sondern dieses Auto hat damals Nissan Iberica in Portugal speziell auch für die Dakar-Rallye gebaut. Deswegen hat er hinten auch einen 250-Liter-Tank drin. Das Auto liegt tiefer, hat Stabilisatoren drin und ist auf jeden Fall extrem spurstabil, trotz kurzem Radstand. Der Toyota letztes Jahr war halt ein umgebautes Straßenfahrzeug und du hast halt auch richtig gemerkt, dass also der Lastwechsel etc. dem Auto nicht so gut getan hat wie dem. Also der ist wirklich sehr, sehr sportlich, wie ein Rallyewagen, so wie er sein soll. Und was sehnst du dich jetzt? Dusche oder was zu trinken? Erstmal was zu trinken, einen schönen Kaffee und dann auf jeden Fall eine Dusche. Danke. Ich danke dir. Gegeben, ne? Dann sind wir genau gefahren. Da habe ich gesagt, Frank, wenn der Baum steht, egal, 41 Grad, 41 Grad. Also sind wir, gut, wir haben dann schon die Spur gesucht, die dann da war. Ne? Und dann sind wir navigiert. Gut, du musst halt das nicht ganz genau, manchmal musst du halt um den Berg drumherum, musst dann halt wieder überlegen, dass du wieder auf die Spur kommst und so. Und dann kam ein Punkt. Das sind 2 LKWs uns entgegengekommen und 2, 3 Autos standen auch da. Wir haben mit den LKWs umgedreht und mit denen rumgefahren. Haben wir uns angeguckt und gesagt, nee, haben wir ausgerechnet, wir fahren. Das war dann richtig. Ja, cool. Wir sind alle hinterher. Und dann haben sie Arschlöcher, als wir dann langsam machen mussten, weil wir die Reifen geschont haben, da haben sie dann alle überholt. Ja, okay, Freunde, mach das mal. Und am Ende, die zweite Heldentat war, da war doch eine richtig geile Düne, die wir nicht geschafft hätten, aber es gab eine kleine Düne nebendran. Und haben halt irgendwie, also die anderen sind dann so umgefahren, wir sind halt dann so umgefahren. Also, da hatten wir bei LKWs dann schon 10 Minuten. Gut gelaufen, aber. Adi, wie war's? Du, es war heute ein richtig harter Tag. Es ist sehr, sehr viel weicher Sand gewesen. Sehr viel Regularity-Test und es war oft nicht möglich, die Geschwindigkeiten, die vorgegeben sind, inklusive 30%, die wir schneller fahren dürfen, zu fahren, weil wir sonst versandet wären. Wir sind dann einfach nur nach dem Motto, auf die Dauer hilft nur Power, sind wir halt einfach aufs Gas und einfach
Also zu schnell? Zu schnell, ist klar, weil anders geht es nicht. Da kriegen wir halt einfach dann Penalty, aber bevor wir da irgendwo stecken bleiben und was weiß ich, wie viel Zeit verlieren. Ja, und sonst ist es eigentlich den ganzen Tag gut gegangen, bis jetzt ein paar Kilometer vor dem Ziel, da ist dann noch mehr Düne raufgegangen. Und das sind wir richtig, also ich weiß nicht, wie hoch der Motor gedreht hat, aber das sind wir ziemlich hochdrehend sind wir raufgefahren. Und dann vielleicht 4-5 Meter, bevor die Düne zu Ende war, ist uns dann die Kraft ausgegangen. Und dann hat uns der TAS hat uns dann rausgezogen, Gott sei Dank. Sonst hätten wir warten müssen, bis die Italiener kommen mit dem LKW. Die hätten uns auch schon rausgezogen, aber hätte es ja noch ein bisschen gedauert. Auto, alles in Ordnung? Oder gibt es viel Arbeit heute? Etwas Arbeit gibt es schon. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden gewesen mit dem Auto heute. Ich denke, das hat sich gelohnt, die Arbeit gestern. Und ja, wenn es so weitergeht, das Material hält, dann sind wir sehr zuversichtlich. Viel Erfolg für morgen. Dankeschön. Es ist mittlerweile 4:30. Das Camp von South Racing füllt sich auch. Hier auf der rechten Seite die Can-Am Factory Fahrzeuge, die neuen Maverick Air. Und gegenüberliegend die South Racing Fahrzeuge. Niegelnagelneuer Motor. Muss mal in Erfahrung bringen, ob die den tauschen dürfen oder ob die dann raus sind oder einfach extreme Penalty bekommen. Oder ob das einfach als Teilespender dann verwendet wird. Gleich nebenan hat es einen Gebrauchten. Ich denke mal, der war eingebaut und da werden jetzt vermutlich die Teile getauscht. Schauen Sie mit der Kamera Zylinder rein. Am hinteren Ende vom Camp ist der Start von der Classic oder der Vorstart jeweils ungleich darauf anschließend der Heliport, weil die Helikopter stehen, welche hier im Einsatz sind. Aktuell stehen 9 Helikopter da, kann aber nicht abschätzen, ob das alle sind oder da gewisse noch im Einsatz sind. Der Frank hat mir erzählt, einer kann nachts auch fliegen und für den Rest ist Feierabend, wenn die Sonne untergeht. Hier stehen 4, welche für das Fernsehen sind. Die große Kamera hier abgedeckt, vom Staub geschützt, sowie auch das Triebwerk.
Wenn ihr euch fragt, wie kommt diese ganze Infrastruktur jetzt dann ins neue Camp, die bleibt hier. Das neue Camp steht bereits, also alles ist in mehrfacher Ausführung vorhanden. Der Heliport, das Cateringzelt und so weiter. Das steht alles schon, sonst das wäre gar nicht machbar, das alles in dieser kurzen Zeit neu aufzubauen oder nur schon zu transportieren. Das war für uns heute ein erfolgreicher Tag. Alle 3 Autos kommen gut durch die Stage, keine großen Schäden, alle sind gut gelaunt. Ich hoffe, das geht morgen so weiter. Ist ein schönes Gefühl, hier im Camp zu sein und es hat nicht nur Probleme. Und ja, man kann auch miteinander ein bisschen die Zeit genießen und nicht nur schrauben. Ich wurde auch öfters angeschrieben, ob man den kaufen kann, diesen Dakar-Schal. Ich bin dann in den Dakar-Fanshop hier im Camp gegangen. Den gibt es leider nicht zu kaufen. Den kann man nur bekommen, oder wir haben den bekommen bei der Einschreibung. Von daher, das kann ich leider nicht bieten. Was ich euch bieten kann, ist, wenn ihr eins von unseren T-Shirts kaufen möchtet, in der Videobeschreibung hat es einen Link. Da könnt ihr T-Shirts, Hoodies und so weiter alles bestellen und uns so auch unterstützen. Besten Dank für jede Bestellung. Wir sind hier bei Justin, ziemlich am Ende. Justin, wer bist du und was machst du hier an der Dakar? Ja, ich bin Justin, 23 Jahre alt, aus Berlin und ich versuche mein Glück darin, die Dakar zu finishen. Und ich war seit gestern, seit der Chrono Stage, so kurz davor, es nicht zu schaffen, aber ich bin dran geblieben und habe die Chrono Stage jetzt im Sonnenuntergang beendet und habe damit noch eine Chance, es zumindest weiterhin zu schaffen. Du hast mir erzählt, du hattest Probleme mit dem Bike. Was ist da genau passiert? Die ersten 200 Kilometer gestern liefen eigentlich sehr gut. Ich habe es angehen lassen, so wie geplant, einfach strategisch sauber durchkommen. Und dann kamen die ersten Dünen und nach den Dünen habe ich festgestellt, dass ich nur noch den ersten und zweiten Gang habe. War in Ordnung, weil danach 200 Kilometer Dünen kamen. Das ging noch. Da habe ich sogar noch Fahrer überholt dann, weil ich wusste, ab dem Moment muss ich pushen. Habe ich es leider nur heute Nacht zum zweiten Tankstopp bei Kilometer 412 geschafft und nicht ins erste Camp, 485 Kilometer wie geplant. Da habe ich lange überlegt, fahre ich weiter so oder versuche ich irgendwie die Kupplung zu öffnen oder einen Fehler zu suchen. Habe mich eigentlich entschlossen, es so zu lassen und mein Glück zu versuchen. Zum Glück wurde ich von meinem Teamkollegen Jean-Philippe überredet, zumindest die Kupplung mal aufzumachen und zu schauen. Ja, wir haben den Kupplungskorb abgenommen. Ich habe mir eine 27er Nuss vom Dennis sogar geliehen. Korb komplett ab und dann haben wir halt ins Getriebe reinschauen können und haben festgestellt, dass vom Schaltstern ein Pin abgebrochen war. Da haben wir überlegt, was können wir machen. Wir haben es so eingestellt, dass Gang 3 bis 6 funktioniert hat. Wenn ich aber von 3 in die 2 runtergeschaltet hätte, wäre ich nicht mehr hochgekommen. Das heißt, ich habe den dritten Gang eingelegt, habe den Schalthebel abgebaut, dass ich gar nicht auf die Idee komme, auf 550 Kilometer das mal zu machen. Bin im dritten Gang lang gefahren, wie es ging. Habe dann auf den schnellen Passagen den Schalthebel aus der Tasche geholt. Habe den vierten geschaltet, habe den Schalthebel wieder abgenommen, dass ich bloß wieder nicht auf doofe Ideen komme. Bin im vierten Gang die schnellen Passagen gefahren und dann am dritten wieder runtergeschaltet, die steinigen und die Dünen. Und es war einmal so weicher Sand, da dachte ich, das ist vorbei. Da habe ich mich 5-mal festgefahren. Und ich dachte, jetzt ist die Kupplung vorbei. Also, die muss ja irgendwann kaputt sein, dachte ich. Aber aus irgendwelchen Gründen hat gehalten. Ich habe diese Dünen irgendwie geschafft. War beim Tankstopp bei Kilometer 800 insgesamt. Und dann habe ich mich entschlossen, na gut, jetzt hast du noch 150. Jetzt haust du den Schalthebel wieder ran. Und dann behältst du mal im Kopf, in welchem Gang du bist. Und dann habe ich den 3 bis 6 halt voll ausgedreht. Und habe versucht, das noch am Hellen zu schaffen. Und ich habe es ziemlich genau geschafft. Es war gerade dunkel, als ich reinkam. Was fährst du für ein Bike? KTM 450 Rallye, Baujahr 2018.
sind natürlich so, wenn man ein gebrauchtes Bike kauft und wieder aufbaut. Für mich war es die beste Lösung, aber da passieren natürlich solche Sachen mal. Also ich bin gespannt, wie der Mechaniker das Problem jetzt löst. Du hast dich da beim Team eingemietet. Erzähl mal, wie funktioniert das? Ich hatte Kontakt mit Philipp Dabrowski, der Teammanager vom Deuce-Team, der Onkel von Konrad Dabrowski. Deuce ist bekannt als gutes Junior-Team, deswegen war das für mich auch eine gute Anlaufstelle. Wir haben ein bisschen rumgeschrieben, da hat er gesagt, komm in mein Team, dann bist du bei der Dakar dabei. Ich war wohl auf der 50-50-Liste, ob ich angenommen werde oder nicht. Da hatte ich einen Tag zum Überlegen, da habe ich mich mit meinen Eltern zusammengesetzt, da haben wir eine Lösung gefunden und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und so bin ich im Deuce-Team gelandet und jetzt bin ich heute hier. Sehr gut. Jetzt wünsche ich dir eine gute Erholung, die letzten paar Stunden noch von heute und dann morgen wieder lange Etappe. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen. Danke dir. I need 6 years ready to It's the first meal of the year, you will see. Wow. Ich habe nur an Essen gedacht beim Fahren. Ich konnte nicht anders. Morgen geht es für alle sehr früh los, weil es eine lange oder sehr lange Etappe ist. Gewisse Teams wie hier KTM, die haben bereits zusammengeräumt, Zelte verstaut, nur noch die Bikes stehen draußen. Es kann gut sein, dass ein LKW heute schon abfährt und dann der zweite einfach wartet, bis alle Bikes weg sind und dann auch losfährt. Es ist mittlerweile 19 Uhr. Bei allen 3 Dacias wird noch gearbeitet. Bei Nasser, Christina und bei Löb. Dasselbe bei Ford. Das ist nicht das Auto von Carlos Sainz. Das ist das Auto von Carlos Sainz. Vielleicht habt ihr es gesehen auf YouTube oder auf anderen Kanälen von seinem Unfall und es ist schon unglaublich, dass man da am Schluss wieder ein fahrbares Auto hat. Es ist mittlerweile 10 Uhr und das Auto von Carlos sieht wieder aus wie ein Auto. Unglaublich, was die leisten. So von außen betrachtet sieht er wieder einwandfrei aus. Es ist nicht ganz so schlimm mit dem Wind, aber auch heute Abend windet es wieder. Und da, wo wir hingehen, da soll es sogar Sturm haben. Wir brauchen heute noch eine Nummer für die Verlosung. Heute ist die Nummer 5. Die Nummer 5 könnt ihr euch merken für die Verlosung der signierten Plaketten. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liked das Video, abonniert unseren Kanal. Circa 50% der Zuschauer haben abonniert, die restlichen können das noch machen. Wir sehen uns morgen wieder bei Time Out Racing. Es würde mich freuen, wenn du auch dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.